und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge mit meinen Diamond Paintings. Ja, die Woche ist wieder verflogen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie empfinde ich dieses Jahr als ziemlich flott. Es geht rasend, finde ich momentan. Also ja, naja. Du siehst es, ich habe hier schon das erste Bildchen liegen, und zwar den Sleeping Lotus Dragon aus dem Shop von Trudis Diamond Painting Art Shop von der Künstlerin Traumpixel. Und mit dem Bildchen nehme ich ja an dem Event von Heike teil, das 2 Monate geht. Das Bildchen wird in 30 Teile eingeteilt, in 30 Felder, und sie zieht alle 2 Tage eine Nummer. Ja. Durch meinen kurzen Urlaub bin ich jetzt noch ein Feld im Rückstand, aber ja, sonst habe ich das ganz gut aufgeholt die Woche. Ja, und ich finde hier das Feld, das kommt schon richtig schön raus. Mit der Lotusblüte hier drauf und hier der Teil mit dem Köpfchen. Also wirklich super schön. Na, bei mir verabschieden sich gerade die Bilder. Das Bild, was ich noch zurück auf die Seite gelegt habe, will runterrutschen. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Auch oben der Part. Hier kommt sehr schön raus. Ich habe manchmal das Gefühl, die Steine stehen ein bisschen hoch, aber das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht warum, aber ja, manchmal hat man halt so ein kleines Gefühl. Ja, ich bin mal gespannt, wie nachher hier unten der dunkle Part aussieht. Das hier war ja das erste Fältchen, und ja, ich fand, da hat man halt noch nicht so viel erkannt. Und ich denke mal, wenn das dann nachher im Zusammenspiel mit allem ist, wird das richtig toll aussehen. Ja, die Felder, hier die großen, die brauchen schon ihre Zeit, denn es ist schon hier sehr abwechslungsreich mit den Farben. Dafür hat man wieder andere Felder, wie hier jetzt zum Beispiel, dass man auch mal so ein Fältchen hat, wo ein Punkt mit bisschen mehr, mit nur einer Farbe ist. Ja, aber gut, es kommt super raus. Ich finde es super schön. Ich denke mal, ich hoffe, ich versuche jetzt die kommende Woche das Fältchen hier noch mit aufzuholen. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann wird das irgendwann, wird es schon gepainted werden. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich bin so sehr zufrieden damit. Ja. Genau, das habe ich die Woche einmal abends gepainted. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir das Bild auch mit rausgenommen und habe es auf der Terrasse gepainted, solange wie das Licht noch gut war. Denn draußen war es irgendwie abends ein bisschen angenehmer wie bei uns im Haus. Wir haben ja ein altes Haus. Und ja, ich weiß nicht, wenn das Wetter schön ist, möchte ich dann auch draußen sitzen und die Zeit da einfach genießen. Oh, ja, man sollte nicht so viel fummeln an den Steinen. Dann tut man sie auch nicht ablösen. Genau, so. Dann habe ich noch weiter gepainted. Hier, da hatte ich ja mit dir, vielleicht hast du es verfolgt, das Geschenkchen angefangen zu painten. Und da habe ich noch das zweite Fältchen hier gepainted. Das ist das Bildchen A Little Surprise in the Snow von der Künstlerin Finira aus dem Shop The One with the Diamond Art. Und da kam, wie gesagt, das
eine Fältchen hier noch dazu. Das hatte ich ja schon mit dir letzte Woche hochgeklebt. Und das Fältchen kam noch dazu. Ja, so. Die Folie hier ist sehr dünn. Musst du ein bisschen aufpassen, wenn du vielleicht auch ein Bild von ihnen hast. Vielleicht hat sich aber die Qualität von der Folie auch wieder geändert. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich habe dieses Jahr dort noch nicht bestellt. Also das hier Bild ist auch noch aus dem letzten Jahr. Von daher, ja. Und ich habe noch Bilder von dem Shop. Deswegen. Ja, aber auch hier liegen die Steinchen gut. Da ist es manchmal so, dass die Steinchen hier, dass man die sehr, sehr eng legen muss, die helle Farbe. Denn sonst passt das nachher nicht mit den Kästchen. Deswegen werde ich dieses Bild wahrscheinlich unter Umständen auch versiegeln. Ja, aber du siehst, es liegt schon sehr schön. Die Sachen kommen super raus, finde ich. Auch mit dem Baum hier an der Seite. Der Part mit der Wurzel hier kommt schon super raus. Vom Reh, die Beine sind hier, sieht auch sehr gut aus, finde ich. Und ja, mal gucken, wie das so noch weiter in der Entstehung wird. Ist ja so ein ganz süßes Bildchen. Hier sieht man noch einen Teil. Das Bildchen hier hat 43 Farben mit Feenstaubsteinen dabei. Hatte ich mir ausgesucht. Der Drache hat 80 Farben und hat verschiedene Sondersteine mit dabei. Er hat AB dabei. Er hat Feenstaubsteine in Silber mit dabei und Feenstaubsteine hier in Gold Glitzer mit dabei. Was auch sehr, sehr schön ist. Ich finde auch hier sind die Steine sehr schön eingesetzt. Sieht man ein bisschen. Und auch hier sind sie ganz zart nur eingesetzt, die Feenstaubsteine. Aber ich finde, das muss auch nicht immer so dolle sein. Also mir gefällt es so sehr gut. Ja, das ist einmal das Bildchen gewesen, an dem ich painte oder gepaintet habe die Woche. Und dann habe ich natürlich noch an meinem Bild gearbeitet. Das habe ich jetzt ein bisschen zerknickt hingelegt. Aber ich glaube, das müsste die Leinwand eigentlich aushalten. Denn es ist ja nicht günstig und ich finde, ja, ein bisschen Qualität sollte auch ein bisschen, oh je, Geknicke aushalten. So, ja, einmal dieses Bild von Diamond Art Club zu dem Japan-Event der lieben Farbenzauberwelt. Und da habe ich hier, du siehst es, eine Reihe geschafft. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, war einfach, es lief. Wobei hier auch wirklich es so ist, dass man wirklich ein bisschen mehr immer von einer Farbe einfach paintet. Hätte ich mich ein bisschen angestrengt, hätte ich vielleicht mehr geschafft. Aber es soll Spaß machen und deswegen habe ich das alles super gemütlich gemacht. Ja. So, ich mache mal gerade die Folien ab. Damit man da weitermachen kann. Und das war sozusagen die Painting-Woche. Ich dachte jetzt, wenn du möchtest, painten wir noch ein bisschen. Und zwar
hier oben an dem Part von diesem Bild. Das Bild heißt Milkbox Vending Machine in Fuji. Es hat 71 Farben und AB-Farben sowie Fairy Dust Farben. So, die Fairy Dust Farben hier zum Beispiel sieht man nur ganz, ganz zart, finde ich, bei Diamond Art Club. Dafür ploppen die AB-Steine hier richtig raus. Also, ja, und dafür der Fuchs in Fairy Dust super zart. Hier. Ja, aber trotzdem sehr, sehr schön. So, ich lasse jetzt auch einfach alles so drunter liegen. Mich persönlich stört das jetzt nicht so stark. Ich möchte nur, dass du gut siehst. Und dass das soweit passt. Ja, ich dachte, ich mache hier den zarten Streifen frei und hole auch noch gerade die Steinchen. Und dann erzähle ich dir so ein bisschen was die Woche so über los war bei mir. So, ich gucke mal gerade. Die Fairy Dust Farben sind hier noch drin. Die einzelnen. Und dann kann man damit starten. So, Vorsicht, es könnte etwas ruckeln. Flupp. Dann machen wir mal das kleine Fältchen hier frei. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich nur das kleine frei mache oder ob ich alles frei mache. Ne, ich mache nur mal das kleine hier frei. Hoppala. Jetzt habe ich die Folie da eingerissen, obwohl es perforiert ist. So. Genau. So. Einmal Stift nochmal. Ready machen. Hier passt es auch. Schiffchen ist da perfekt. Also, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich einmal mit dem Rosa. Ja, ich hoffe, deine Woche ist gut gelaufen und du hattest deine Freude. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dich noch ein bisschen dichter hole. Ja, bei mir war alles gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Du bist gesund und munter und kannst das Wetter genießen. Ich hoffe nicht, dass dir das Wetter aufs Gemüt schlägt oder auch auf die Gesundheit schlägt. Denn wenn das ja jetzt so warm ist, kann es ja auch durchaus sein, dass einem das auch nicht so gut tut, körperlich. Ja. Deswegen gib immer gut auf dich Acht, hör auf deinen Körper und bei der Hitze trink ausreichend. So, also achte bitte auf dich. Ja, wie gesagt, meine Woche war eigentlich wieder Standard, muss man doch wirklich sagen. Es ist alles beim Alten. Es geht allen gut. Die Kinder hatten jetzt noch frei, mein Mann hatte auch noch frei. Wir hatten das vergangene Wochenende, das war auch sehr schön.
Wir hatten hier bei uns Kerb. Ja, ich weiß gar nicht, kennt das jeder? Ich kann es gar nicht sagen. Es heißt auch Jahrmarkt, bei uns hier heißt es halt Kerb. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten wieder verschiedene Fahrgeschäfte dabei auf dem Platz und auch ja, für Essen und Trinken war natürlich auch ausreichend gesorgt. Live-Musik und alles, also wie man es sich vorstellt. Alles mega. Also dieses Jahr war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, war auch super besucht. Also wir wohnen, wo der Platz ist, wohnen wir halt in der Nähe. Wir gehen vielleicht zu Fuß 10 Minuten dahin. Deswegen hat man dann auch abends manchmal die Lautstärke davon. Aber ich empfinde das nicht als schlimm. Das ist, ja, für die paar Tage ist das in Ordnung für mich. Das ist vollkommen okay. Ja. Und wir haben dann auch immer freitags und montags, also die geht bis montags normalerweise. Montags ist immer der Firmentag. Normalerweise haben da auch bei uns die Geschäfte ab 1 Uhr geschlossen. Also auch die Verkaufsgeschäfte, Aldi, Lidl, Edeka und so, also die haben zu. Dieses Jahr war das nicht so, letztes Jahr hatten sie das. Auch Rossmann und sowas, die haben alle zugemacht und sind da mit ihren Mitarbeitern auf die Cap gegangen letztes Jahr, dieses Jahr nicht. Auch nicht schlimm. Aber das ja, hat mich ein bisschen gewundert, weil das normalerweise ja, Standard war, jetzt so gesagt. Aber gut, man weiß nie, was war, von daher ist es so. Ja, freitags haben wir das Feuerwerk geschaut. Mega schön, also eines der schönsten Feuerwerke, die ich gesehen habe bis jetzt. Wirklich toll. Es ging eine Viertelstunde, dieses Feuerwerk. Es wurde auch vorher in unserem, ja, wie nennt man das, Amtsplättchen, Dorfschelle, Bekanntmachung, uppala, Entschuldigung, je nachdem, wie das heißt ja von Region zu Region unterschiedlich, wurde das auch bekannt gegeben, dass die Leute da auch gucken mit ihren Tieren und auch bei ja, den Kleinkindern und Babys und so, dass die halt wissen, in der Zeit wird es halt ein bisschen lauter. Ja? Ja. Und wir konnten, oder man konnte dann froh sein, dass es da an den Wochenende noch nicht so extrem warm war. Denn bei uns ist auch schon, wurde das Feuerwerk dann auch schon abgesagt. Ja, und dann wurde halt was anderes gemacht, was auch nicht schlecht war. Ja, aber dieses Feuerwerk, wie gesagt, war wirklich mega schön. Und auch das Feuerwerk dann am Montag. Wirklich toll. Also so ein schönes Feuerwerk. Das habe ich persönlich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Da komme ich richtig ins Schwärmen. Das ist wirklich, wirklich toll gewesen. Da hat man sich Mühe gegeben und hat auch geguckt, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Was ich persönlich aber bei Feuerwerk nicht so mag, ist dieses extreme laute Knallen. Also wenn man gar nichts sieht, sondern nur diesen Knall und dann so ein kleines Leuchten. Ja, das war aber nicht der Fall. Also es war wirklich, wirklich schön.
Und das Geknalle hat sich auch im Rahmen gehalten. Also es war jetzt nicht so, dass, ne, dass das halt Übermaß genommen hat. Ne? Ja, so ist das. Und dann waren wir da auch zusammen auf der Kerb. Wir haben einen Abend, jetzt muss ich gerade überlegen, den Samstagabend, ja, haben wir auch gesagt, wir kochen nicht, sondern wir gehen auf die Kerb, einmal essen und hoffentlich geht das nicht. Geht das da ab, wollte ich sagen, aber nee, machen wir nicht. Und ja, wir haben da verschiedene Essen geholt. Ich bin ja dann so ein Schluri, ich kann mich da nicht entscheiden, habe ich lieber das oder das oder das. Also haben wir gesagt, gut, wir holen, jeder sucht sich ein Gericht aus und jeder darf bei ihm probieren. Und das haben wir auch dann so gemacht. Mein Sohn hat sich eine Pizza geholt und ja, meine Tochter die Pilze, also so Pilze in Knoblauchsoße, und mein Mann, Moment, jetzt muss ich überlegen, ich hatte bei ihm was probiert, Pommes mit, ach, der hatte noch irgendwas, ich glaube irgendein Fleisch noch mit dabei, und ich habe mir eine Currywurst geholt. Ja, genau, und dann hat halt jeder bei jedem probieren dürfen. Ja, das ist auch schön. Also ich mag das ganz gerne, weil wenn man sich dann nicht entscheiden kann, hat man halt von allen etwas. Ne? Und es war jetzt auch nicht so, dass der andere dann das komplette Essen, wenn es ihm geschmeckt hatte, weggegessen hat, sondern man hat halt probiert und dann, ja, war das gut so. Ne? Genau. Ja, so war das. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Bei uns ist heute zum Beispiel noch ein Flohmarkt. Ob wir da noch mal hingehen, gucken, mal schauen. Aber wenn das so extrem warm ist, mal gucken. Mal abwarten, was meine bessere Hälfte dazu sagt. Ich weiß jetzt schon, dass die Kinder darauf weniger Lust haben, obwohl beim letzten Flohmarkt haben die super schöne Sachen gefunden. Da hat sich meine Tochter so Ansteckerchen gekauft für günstig Geld. Ich weiß gar nicht, ob man das noch so kennt, so Button für an den Ranzen hat sie sich geholt. Und ja, mein Sohn hat sich so eine Kiste da gekauft, die er unbedingt haben wollte. Ich finde so einen Flohmarkt immer ganz schön. Kann man einfach mal drüber spazieren und vielleicht sieht man was. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ja, deswegen denke ich mal, dass wir das heute noch machen. Ja, vielleicht mal gucken. Je nachdem, wie die Lust ist. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, sonst hatte sich die Woche eigentlich nicht viel ergeben. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, die Woche über war, wie gesagt, wie Alltag. Also ich dachte, manchmal hat man ja so das Gefühl, dass wenn man aus dem Urlaub kommt, dass dann sich viel verändert hat. Oder man hat die Befürchtung, je nachdem, wie man das sieht. Aber wenn man dann wieder auf der Arbeit ist, merkt man ganz schnell, oh nee, ist alles gleich geblieben. Okay, gut. Da setzt dann die Ernüchterung wieder ein. Ja. Genau, so.
Und ja, so war das bei mir auch. Ich habe mich am Anfang gedacht, oh je, oh, vielleicht gibt es ja was Neues und vielleicht wird irgendwas geändert und dann hoffentlich kommst du damit klar und probier's und aber nö, alles beim Alten geblieben. Alles wie immer. Deswegen gibt es von der Richtung eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es ist noch Urlaubszeit bei manchen Kollegen. Manche kommen erst ein bisschen später jetzt aus dem Urlaub. Also nächste Woche dann noch. Und sei ihnen gegönnt, dass sie jetzt so tolles Wetter haben. Je nachdem, ob sie das als toll empfinden oder nicht. Ne? Da sind ja die Geschmäcker auch verschieden. Ich hatte jetzt sozusagen alles im Urlaub. Wir hatten mal schönes Wetter und mal Regen. Aber ich bin auch nicht so der Wettermensch. Also mir ist jedes Wetter recht. Ich gehe auch bei Regen raus. Ja, du kannst gerne mal schreiben, wie du das siehst. Ob du eher so ein Wettermensch bist oder eher sagst, ach, mir ist das eigentlich egal. Hauptsache es ist ein bisschen abwechslungsreich. Weil das habe ich dann bin ich doch ein Wettermensch, das habe ich gerne. Ich habe gerne diese Abwechslung. Also ich mag es nicht, wenn es dann, weiß ich nicht, 14 Tage am Stück regnet oder 14 Tage am Stück extrem heiß ist oder sowas. Aber richtig beschweren will ich mich darüber auch nicht. No. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe es falsch gepaintet, aber ich habe es richtig gepaintet. Ja, ja. Wenn die Aufmerksamkeit weg ist, weil man sich darauf konzentriert, was man spricht. No. Ja, du kannst mir gerne mal Bescheid sagen, ob du auch an dem Japan-Event teilnimmst. Und das sind ja mega schöne Bilder wieder am Start. Also es gibt mittlerweile so tolle Bilder. Klasse. Und ich finde es wirklich toll, dass man da auch so viele unterschiedliche Sachen einfach sieht. Also ja, das gefällt mir halt besonders gut. Ich liebe das, dass da auch die Geschmäcker unterschiedlich sind und alles gezeigt wird. Mega toll. Ja, du siehst das Bildchen hier. Lässt sich eigentlich super painten. Es ist eine schöne Steinchenqualität. Muss ich schon sagen. Ich hoffe, es ist jetzt bei uns, ich hoffe, du hörst das gar nicht so, denn es ist ein bisschen lauter. Meine Tochter hat Freundinnen da. Und ja, ich weiß nicht, wenn du Mädels im jugendlichen Alter kennst, weißt du, dass die manchmal etwas lauter sind. Genau. Ich habe ihnen den Pool aufgemacht, damit sie sich da auch entspannen können. Ja. Ach, jetzt dachte ich gerade. Nee, passt. Hei. Jetzt aber. Gibt's doch gar nicht. Ja. Super schnell hier gepaintet. Na. Ach, ich muss dir ja noch was erzählen. Ich habe mir ein Bild bestellt. Ich dachte ja eigentlich nicht, dass ich das nochmal mache, aber ich habe mir ein Bild bestellt. Gut, es hat jetzt ewig Lieferzeit, aber das finde ich gar nicht so schlimm, denn ich habe mir ein Bild bestellt mit über 100 Farben. Ich habe ja schon meine Meerjungfrau hier noch mit den 110 Farben. Und ja, eigentlich hatte ich ein bisschen Respekt davor, oder ich habe immer noch Respekt davor, denn es sind so viele Farben. Ja,
Und jetzt hat das Bild, doch sage und schreibe, ich glaube 185 Farben hat das Bild. Jetzt bin ich schon am Überlegen mit den 110 Farben. Da habe ich ja eine Aufbewahrung von Janine X. Weil ich das ja gerne mag, wenn das irgendwie einheitlich ist. Ja. Aber mit 185 Farben, wo kann ich die denn rein tun? Denn in einzelne Koffer will ich das nicht machen. Und ja, da bin ich schon echt ein bisschen am Überlegen. Hast du Erfahrung mit Bildern, die so viele Farben haben? Und wenn ja, wie ist da deine Methode mit den Steinchen? Denn ich glaube, bei 185 Farben weiß ich nicht, ob ich das kann aus den Tütchen bilden. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich so 40 Farben aus Tütchen painten kann. Damit habe ich gar kein Problem. Das ist okay. Aber ich glaube, mit mehr Farben hätte ich vielleicht so ein bisschen meine Probleme. Ich weiß nicht. Ja, du kannst mir gerne da deine Erfahrung mal schreiben. Und dann mich auf dem Weg begleiten, wie ich dieses Bild bekomme und organisiere. Denn das ist schon ein Bild, was ich eigentlich dieses Jahr, wenn ich es dann habe, auch starten möchte. Das gefällt mir mega gut. Ja, ich kann davon ausgehen, das gefällt nicht jedem. Ist aber auch nicht schlimm. Zeigen werde ich es trotzdem. Denn, wie schon gesagt, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Und ich glaube, dass das auch so in Ordnung ist. Ne? Auch wenn das Bild vielleicht nicht viele abholt. Aber jetzt muss es ja eh erstmal kommen. Also da stehen ja 10 bis 12 Wochen Lieferzeit drin. Ich glaube, da hatte 10 bis 12 Wochen gestanden. Ach, es ist so warm. Da klebt mein Putty nicht richtig. Also es klebt zu stark. Das ist nicht so schön momentan. So. Manchmal so und manchmal so. Ja, also du siehst, mit dem Putty hier kann ich auch AB-Steine setzen. No? Und das ist Putty, ich hol's dir gerade mal raus. Nicht, dass du denkst, hier, ich beschummel dich. Aber es sieht man schon an der Farbe. Also das ist mit Glitzer sogar. So ein Putty. Ja, jetzt muss ich den Stift neu laden. Ah, genau, das war das. Hier. Dieses Putty ist das. Na? In einer kleinen, friemeligen Tüte. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und benutze ich auch gerne. So, ich hole dich noch mal ein bisschen raus. Dann siehst du unsere gepaintete Fläche, die wir zusammen gepaintet haben. Ich werde jetzt auch nicht so alles erzählen, denn ich möchte eigentlich noch ein Paint with Bee machen. So, siehst du. Und wieder ready. Flupp. Also, funktioniert. Jetzt muss ich nur aufpassen mit der Folie hier, dass ich die beim Hochheben dann wieder drauf setze. Aber ich kann es dir hier oben auch noch mal zeigen.
Da ist ja auch, es sind 5, Moment, einer weg. So. Ja, das sind jetzt AB-Steine und du siehst, das geht super. Na? Ja, so, genug davon. Ja, ich hoffe, dir hat mein kleines Stand der Dinge Video gefallen. Ich hoffe, wie gesagt, dir geht es gut. Ich hoffe, du startest super gut in die neue Woche. Und es läuft alles so, wie du es dir wünschst. In diesem Sinne, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein kostenloses Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich würde mich mega freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Ja, dann hab noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Tschüss.